Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal MJ Wilimir. Es ist jetzt schon einige Wochen her, dass ich das letzte Video hochgeladen habe. Keine Angst, wie ihr seht, lebe ich noch und mir geht's gut. Ich brauchte einfach mal eine Pause und deswegen bin ich erst heute zurück mit einem neuen Video. Aber besser spät als nie. Ja, in meiner Pause habe ich überlegt, heute ein bisschen was Besonderes zu machen, weil das heute mein 50. Video ist und ich auch seit dem letzten Video die 200 Abonnenten geknackt habe. Und es ist jetzt nicht was ganz Besonderes heute, aber schon so ein bisschen, denn ich zeige euch heute ein Set, was, glaube ich, nicht so viele Sammler haben. Und zwar zeige ich euch heute ein Set aus 9 Blu-rays. Und zwar sind das 3D Blu-rays und 3D Blu-ray Promos insbesondere, die also nicht im Handel zu erwerben waren, sondern die man nur auf anderen Wegen bekommen konnte. Und zwar, wenn man einen bestimmten Blu-ray-Player gekauft hat, dann gab es so eine Kopie umsonst. Es handelt sich um die This Is It 3D Blu-ray. Und zwar sind hier neben dem normalen Film in Blu-ray HD Qualität ein paar Segmente in 3D drin. Nämlich diese Sequenzen aus Earth Song, wo dieses kleine Mädchen durch den Urwald läuft. Smooth Criminal, wo man ja auch wirklich Michael sieht, wie er 2008 oder 2009 da nochmal was neu gedreht hat. Und dann noch aus Thriller, wo da ja auch nochmal so ein neuer kleiner Film gedreht wurde, in dem Michael zwar nicht auftaucht, aber der ja schon so diese gruselige Thriller-Stimmung ja ganz gut auffängt. Und ich sammle ja die verschiedenen This Is It Versionen, weil ich durch This Is It ja so ein bisschen zum Fan geworden bin und generell diesen Film sehr schön finde, weil man einfach Michael von einer Seite sieht, wie man ihn sonst eben nicht sehen kann. Und mich interessieren eben insbesondere immer die besonderen Versionen. Und weil hier ja eben besondere Sachen drauf sind, ist das eben eine ganz besonders interessante Serie für mich. Ja, weil die Existenz dieser 3D Blu-rays nicht besonders gut dokumentiert ist. Also die sind alle nicht bei Discogs zu finden und man findet generell wenig Informationen darüber. Musste ich da selber ein bisschen recherchieren, um herauszufinden, welche Version es davon gibt und damit ich die eben auch kaufen konnte. Okay, dann zeige ich euch die mal alle. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hier ist die deutsche Version. Ihr seht schon hier diese 6 in der gelben Box. Das ist immer die Altersbeschränkung in Deutschland. Auf der Rückseite seht ihr, dass hier kein Barcode ist. Das werdet ihr gleich bei allen anderen genauso sehen. Wie gesagt, sind das Promos, die nicht zu erwerben waren, sondern die man eben nur kostenlos bekommen konnte. Hier oben in dieser Box steht immer jeweils in der Landessprache von dem Land, wo die rausgekommen ist, dass da eben diese 3D-Segmente drin sind und hier auf dem Rücken steht eben auch nochmals eben dieses 3D Blu-ray-Logo und hier vorne steht auch 3D-optimierte Version. Meine deutsche Version ist noch eingeschweißt und naja, weil ich in Deutschland lebe, ist die hier sehr leicht zu finden, also für unter 10 Euro auf jeden Fall. Das wird bei den anderen Versionen dann deutlich anders sein. Hier ist die UK-Version, die kann man übrigens immer an diesem blauen und dem gelben PG-Logo erkennen. Meine ist ja auch noch eingeschweißt und auch die ist noch relativ einfach zu finden. Kriegt man also auch für ja, 10 bis 15 Euro, würde ich mal sagen. Da sind, glaube ich, auch relativ viele von produziert worden. Dann haben wir hier die Version aus den USA, die auch in Kanada erschienen ist, was man an diesem kleinen blauen PG-Logo hier erkennen kann. Die kann ich jetzt auch mal aufmachen, weil die nicht verschweißt ist. Hier ist dann also noch so ein doppelseitiger Flyer dabei. Das ist bei den meisten Versionen, glaube ich. Und die Blu-ray selbst sieht dann so aus. Die kann man, soweit ich weiß, optisch nicht von normalen Blu-rays unterscheiden. Und die amerikanische Variante findet man auch relativ leicht, also auch so 15 Euro. Amerika ist ja auch ein sehr großes Land. Dann haben wir die französische Version. Hier steht oben dieses Nouvelle Edition oder wie man das ausspricht, auf Französisch und auch in dieser schwarzen Box unten ist der Text auf Französisch. Daran kann man die also auch ganz gut von den anderen Versionen unterscheiden. Die ist doch ein bisschen schwieriger zu finden, aber auch hier mit ein bisschen Geduld, würde ich sagen, kriegt ihr die für 20 Euro. Die nächste Version, die habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, ist die aus Japan. Hier steht oben 3D Enhanced Edition auf Englisch, aber in der schwarzen Box steht der Text auf Japanisch und auf der Rückseite
seht ihr auch die Informationen in japanischen Schriftzeichen, also in japanischer Sprache. Hier ist meine Version auch noch eingeschweißt und die müsstet ihr auch eigentlich für 20 € kriegen, vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn ihr Geduld habt, dann findet ihr die eigentlich auch schon für den günstigeren Preis. Hat keinen Obi-Streifen, aber das ist bei DVDs und Blu-rays auch nicht so üblich wie bei CDs oder Schallplatten. Dann haben wir die skandinavische Version. Hier sind auch gleich mehrere Logos unten drauf, diese 7 und dieses F, das sind eben die Altersbeschränkung für verschiedene Länder, glaube ich. Die ist also in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland herausgekommen. Ihr seht aber hier unten diesen schwarzen Sticker. Das ist ein türkischer Sticker. Die ist nämlich offensichtlich auch in der Türkei herausgekommen und ich habe die auch aus der Türkei gekauft. Und ich glaube, das ist generell so bei diesen Versionen, die nicht in so vielen Ländern erschienen sind, dass die teilweise dann auch noch in anderen Ländern erschienen sind, dann eben mit einem speziellen Sticker noch. Dann relativ selten die Version aus Italien. Seht ihr auch oben und in der schwarzen Box den italienischen Text. Dreh nochmal um. Ja, hier muss ich eigentlich auch sagen, kriegt ihr die für 20, 25 €. Die Frage ist bei sowas immer nur, ob man es denn findet. Wenn man es dann findet, dann ist es meistens gar nicht so teuer. Sodass wir nur noch 2 vor uns haben. Erstmal die australische Version. Die hat mehrere Besonderheiten. Erstmal dieser markante gelbe PG-Sticker. Das steht hier, glaube ich, für Parental Guidance immer. Also, dass irgendwie Eltern aufpassen müssen, dass sie irgendwie dabei sind, wenn sie das mit ihren Kindern sehen. Das ist die erste Besonderheit. Und die zweite Besonderheit ist, dass dieses Case hier deutlich dicker ist als bei den anderen. Und wenn ich das zum Beispiel hier mal neben die italienische Version halte, seht ihr, dass die australische deutlich dicker ist. Das ist, soweit ich weiß, die einzige Version, die es gibt, wo dieses Case dicker ist. Genau, die ist leider ziemlich selten. Da brauchte ich auch Hilfe von einem Sammler aus Australien, der die für mich beim australischen eBay gekauft hat und mir zugeschickt hat. Danke nochmal dafür. Und da habe ich dann auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen müssen. Dann sind wir auch schon bei der letzten angelangt, die hier vermutlich sogar die seltenste aus dem Set ist. Mag man gar nicht glauben, das ist die aus Belgien und den Niederlanden. Die Besonderheit ist hier nicht von der Hand zu weisen. Es gibt hier einmal einen Text auf Englisch und einmal einen auf Französisch. Das ist irgendwie üblich bei den Versionen aus Belgien und den Niederlanden, weil in Belgien eben Niederländisch und Französisch gesprochen wird. Und hier ist eben einmal ein Text also hier oben, seltsamerweise irgendwie auf Englisch und auf Französisch. Und hier unten ist es allerdings Niederländisch und Französisch, also irgendwie nicht ganz einheitlich. Und auf der Rückseite ist der Text eben auch in verschiedenen Sprachen. Und hier dieses 6-Logo, was hier auch nochmal auf der Rückseite ist, ist auch so ein Erkennungszeichen dafür, dass es sich eben um eine Version aus Belgien und den Niederlanden handelt. Kann ich auch nochmal zeigen. Und die ist wirklich super schwierig zu finden. Da habe ich wirklich sehr lange gebraucht, um die zu kriegen und habe mich dementsprechend auch besonders gefreut, als ich die dann hatte. Okay, jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo ich ein bisschen eure Hilfe brauche. Nämlich sind das zwar schon jetzt einige Versionen gewesen, die ich euch gezeigt habe. Allerdings fehlen mir auch noch ein paar. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt alle Versionen, die es gibt, kenne. Deswegen, ich suche noch die Version aus Asien, die also nicht in Japan erschienen ist und auch nicht in China, sondern in allen möglichen anderen Ländern in Asien, also irgendwie in Thailand, Malaysia und so. Wenn ihr diese Version habt, dann würde ich mich total freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, denn die möchte ich gerne noch haben. Oder wenn ihr in einem dieser Länder wohnt und die da günstig kriegen könnt, dann würde ich mich sehr über eine Nachricht freuen. Das gleiche gilt für die Version aus Indien. Die ist leider auch sehr schwierig zu finden, wenn man wie ich in Deutschland wohnt. Bin ich auf jeden Fall sehr interessiert, wenn ihr die mir für einen vernünftigen Preis anbieten könnt. Es gibt leider immer wieder Händler, die sowas dann für relativ viel Geld verkaufen, weil die irgendwie versuchen, aus Michaels Vermächtnis noch viel Geld rauszuschlagen. Wenn ihr mir da einen guten Preis anbieten könnt oder einen Tausch, ich bin auch immer an einem Tausch interessiert, dann immer her mit euren Angeboten. Dann gibt es noch eine Version aus China, die ich noch suche und insbesondere ganz dringend möchte ich gerne die Version aus Lateinamerika haben, die also in Mexiko, glaube ich, erschienen ist, aber auch noch in allen möglichen südamerikanischen Ländern, irgendwie in Chile und, keine Ahnung, Kolumbien, Venezuela, Paraguay, Brasilien, keine Ahnung, wo die überall erschienen ist, kann ich nicht genau sagen. Aber wenn ihr die habt, die möchte ich unbedingt haben, würde
würde ich mich sehr freuen, wenn ihr euch bei mir melden würdet. Dann können wir vielleicht auch irgendwie einen Tausch machen. Okay, das war's von mir für heute. Vielen Dank, dass ihr mein Video gesehen habt. Ich hoffe, dass ich euch heute ein paar Sachen zeigen konnte, die ihr vielleicht noch nie gesehen habt. Wie gesagt, es ist ein relativ spezielles Set, wo ich auch selber viel recherchieren musste, um herauszufinden, welche Version es da gibt. Und wenn ihr Versionen kennt, die ich euch nicht gezeigt habe, beziehungsweise nicht am Ende gezeigt habe bei den Sachen, die ich noch suche, dann sagt mir das auch unbedingt, denn ich bin immer daran interessiert, da noch weitere Versionen von zu kriegen, beziehungsweise erstmal zu erfahren, dass es die überhaupt gibt. So, das ist jetzt ja sozusagen mein Comeback-Video gewesen. Es wird jetzt nicht mehr so lange Pausen geben zwischen diesem Video und dem nächsten. Es kommen jetzt also demnächst wieder neue Videos. Schreibt dafür gerne Vorschläge in die Kommentare und generell ein Feedback zu diesem Video und gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal und schaut auf Instagram dabei. Dort hatte ich übrigens keine Pause, da habe ich sehr regelmäßig Bilder gepostet und auch so kurze Videos gepostet. Also wenn euch das interessiert, dann schaut da mal vorbei. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich sage bis dann.